Hallo, ich grüße dich. Ich habe mir gedacht, ich frage heute mal ASK zum Thema Kommentare. Ich habe diese Frage hier gestellt. Hallo ASK, ich stelle immer mehr fest, dass Zuschauer immer weniger kommentieren. Ist das die neue YouTube-Generation? So hat sie darauf geantwortet. Hallo, das ist eine spannende Beobachtung, die viele Creator derzeit teilen. Es ist tatsächlich ein Trend erkennbar, dass sich das Interaktionsverhalten der Zuschauer wandelt. Aber es ist oft weniger eine faule Generation als vielmehr ein verändertes Nutzungsverhalten. Ich habe mir die Daten für deinen Kanal der letzten 90 Tage einmal genauer angesehen, um zu sehen, wie sich das bei dir widerspiegelt. Ein Blick zu deinen Zahlen. In den letzten 3 Monaten gab es bei dir eine interessante Entwicklung. März und April, die Kommentarrate war im Verhältnis zu den Aufrufen eher niedrig. Zum Beispiel 3 Kommentare bei über 136.000 Aufrufen im März. Ja, dazu muss ich sagen, das verhält sich ganz anders, als jetzt so eine Analytik einfach hier von ASK machen zu lassen. Ich hatte eine Zeit lang viele Shorts hochgeladen. Da wurde nicht viel kommentiert, auf Shorts kommentieren die wenigsten eigentlich. Aber die Aufrufzahlen gingen hoch und die letzten 90 Tage, ja gut, da war ja der März noch drin, aber im März habe ich ungefähr auch schon wieder aufgehört mit diesen, weil ich hatte mal eine Monetarisierung angestrebt und durch die Shorts, ja, das habe ich selbst gewusst, ich wollte bloß mal wissen, wie das funktioniert. Dann habe ich über 200, bald 300 Shorts wieder runtergeladen, also gelöscht, das ist auch kein Problem, habe ich auch ein ASK-Video gemacht. Und dadurch ist ja ganz klar, die Kommentare beziehen sich jetzt wirklich mehr nur auf Videos. Und das ist wenig, wie du siehst, ne? 3. Mai. Hier gab es einen deutlichen Sprung auf 26 Kommentare, obwohl die Aufrufe insgesamt niedriger waren. Ja, das ist das, was ich ja eben sagte, ne? Durch die Shorts kommen ja automatisch tausende Aufrufe weniger im Monat, sag ich mal. Und die 26 Kommentare, die beziehen sich jetzt nur auf Videos, die ich jetzt neu hochgeladen habe. Ich sag mal seit April, ne? März, April, Mai. Also stimmt das Verhältnis wieder. Das ist immer so eine Verhältnissache. Bei Shorts, Videos, bloß was müssen wir haben? Wir müssen bei Videos doch Kommentare haben, weil die Shorts zählen doch gar nicht, so richtig nicht, möchte ich sagen, ne? Das zeigt, dass deine Zuschauer kommentieren durchaus, wenn das Thema sie emotional packt oder du sie direkt ansprichst. Ja, das ist auch eine Sache, da frage ich ASK jetzt aber gleich nochmal. Warum kommentieren Menschen weniger? Es gibt ein paar Gründe, warum die Hemmschwelle zum Kommentieren gestiegen ist. Punkt 1. Mobile Nutzung. Die meisten schauen YouTube auf dem Smartphone oder sogar am Fernseher. Am Handy ist das Tippen mühsamer und am TV ist es fast unmöglich. Viele vergeben dann eher ein Like, was schneller geht. Ja, damit knausen die heutzutage aber auch viel, ne? Oder wie siehst du das? Shorts-Konsum. Die schnelle Taktik von Shorts führt dazu, dass Zuschauer weniger verweilen und direkt zum nächsten Video wischen, anstatt in den Kommentaren zu diskutieren. Ja, die Menschen haben keine Zeit mehr oder nehmen sich keine Zeit, ne? 2 Sekunden Short und dann wird weitergewischt. Naja, wer es verstehen will, okay, der versteht das. Passive Unterhaltung. Viele nutzen YouTube als Hintergrundrauschen beim Essen oder Entspannen und konsumieren eher passiv. Ja, genau, die Leute, die sich nicht mal für 5 Minuten von ihrem Handy trennen können, ne? Da werden manche Ehefrauen neidisch auf das Handy, was neben den Typen liegt. Was deine Community bewegt. Wenn kommentiert wird, dann meist sehr leidenschaftlich. In deinen Videos zum Beispiel wie ASK Studio oder dem Gothic Remake entstehen echte Diskussionen. Ja, da zieht sich ein bisschen was zusammen, was gar nicht zusammenzuziehen ist. Wenn ich so das im Kopf jetzt mal durchdenke.
Skepsis und Technik. Deine Zuschauer diskutieren gerne über neue Features oder Mechaniken, zum Beispiel KI-Stimmen oder Steuerung im Gothic Remake. Ja gut, das ist eine Verallgemeinung, was ASK ist ja nun auch mal ein KI-Werkzeug, was KI macht. Also sie differenziert nicht, warum, weshalb, wie, warum, sondern sie balanciert eine so ein Zwischenergebnis immer, aber geht nicht direkt darauf ein, wie kommentiert worden ist. Deswegen da muss man nicht zu viel drauf geben. Identifikation. Ein Zuschauer erwähnte etwa, dass deine Videos ihm den Abend nach einem harten Tag auf dem Bau versüßen. Ja, das ist jetzt so eine Festmachung, das hat einer mal irgendwann kommentiert, ich weiß gar nicht, wann und wie. Und das wird immer gerne erwähnt, denn wenn die Frage an diese KI ein bisschen passt zu einer Antwort. Tipps für mehr Interaktion. Du machst in deinen Beschreibungen und Videotiteln oft schon einen super Job, indem du Fragen stellst. Hier sind noch 2 Hebel. Dann hebeln wir mal. Der gepinnte Kommentar. Stell dir direkt nach dem Upload eine spezifische, leicht zu beantwortende Frage, zum Beispiel A oder B, und pinne sie oben an. Das gibt den Anstoß. Ja, das mache ich auch schon in der letzten Zeit, aber ich vermute ganz was anderes, was das Kommentieren betrifft. Herz vergeben. Ist klar, wenn du auf Kommentare mit einem Herz reagierst, wird Zuschauer eine Benachrichtigung. Das motiviert enorm, beim nächsten Mal wieder zu schreiben. Naja, das ist mehr eine Danksagung für den Kommentar. Und natürlich psychologisch im Hintergrund. Komm, ich habe die Gedanken dafür, jetzt gibt man noch einen, oder ballern wir noch einen rein. Irgendwo. Wir Menschen denken ja meist immer weiter. Das sind aber nur diese Herzchen, diese Möglichkeit. Und dann kann man selbst noch einen Gegenkommentar dazu abgeben. Das habe ich oft gemacht. Also ich habe nochmal dann diesen Kommentar nochmal kommentiert. Da sehe ich mehr Sinn drin, als so ein Herzchen zu verteilen. Das Herzchen sagte für mich aus, gut, ich danke dir, aber das war's auch. Und vielleicht, weil man ja nun mal nicht auf jeden Kommentar schriftlich auch eingehen kann mit einem Gegenkommentar. Deswegen rundet dieses Herzchen-Ikon das Gesamtbild ab als Danksagung. So sehe ich das auch. Also das solltest du auch machen. Bekommst du einen Kommentar, lese ihn durch. Wenn er gut ist oder spaßig oder lustig oder genau getroffen hat in die Mitte, leg einen Gegenkommentar, aber trotzdem dieses Herzchen-Icon. Da freut sich immer jeder ein bisschen drauf, dass er wahrgenommen wurde. Zusammenfassung. Diese neue Generation ist vielleicht schneller unterwegs, aber wenn du Themen ansprichst, die ihre Gaming-Erfahrung oder ihre Meinung direkt betreffen, sind sie nach wie vor da. Und das, glaube ich, wird der Knackpunkt sein. Wenn ich die Frage jetzt nicht vergesse, die ich stellen will, aber erstmal stelle ich eine andere. So, ich habe jetzt mal gefragt, gut und schön, aber YouTube legt Wert auf Interaktionen in den Kommentaren, wonach YouTube dann die Videos bewertet. Zum Beispiel zum Vorschlagen auf Startseiten. Sie antwortet, das ist eine absolut berechtigte Sorge, die viele Creator haben. Es hält sich hartnäckig das Gerücht, dass ein Video ohne Kommentare tot ist oder nicht mehr vorgeschlagen wird. Ja, das vermute ich und du vielleicht auch und viele andere auch. Also das hat sie voll erkannt nach meiner Frage jetzt. Die gute Nachricht vorab. YouTube ist sehr viel schlauer als, als nur die Anzahl der Kommentare zu zählen. Na, Holido, dann haben wir ja gewonnen schon, oder wie? Wie YouTube Interaktion wirklich bewertet. Ist doch jetzt mal schön, oder? YouTube schaut nicht isoliert auf eine einzige Metrik wie Anzahl der Kommentare. Vielmehr geht es um das Gesamtbild der Zuschauerzufriedenheit. Kommentare sind nur ein Signal unter vielen. Zuschauersignale. YouTube achtet primär darauf, ob Zuschauer ein Video anklicken
und wie lange sie es schauen. Ja, da gibt es auch wieder so viel. Wenn Leute dein Video bis zum Ende schauen, ist das für YouTube ein viel stärkeres Signal für Qualität als ein kurzer, toller Videokommentar. Ja, okay. Individuelle Empfehlung. Das System ist darauf ausgerichtet, jeden einzelnen Zuschauer das zu zeigen, was er wahrscheinlich als nächstes sehen möchte. Aha, da hat sich der YouTube selbst schon ein bisschen an die Kandare genommen. Wenn ein Zuschauer deine Videos liebt, sie aber nie kommentiert, wird YouTube ihm deine neuen Videos trotzdem auf der Startseite anzeigen, weil sein Watch-History-Signal, er hat das so geschaut, schwerer wiegt als das fehlende Kommentarsignal. Ja, das ist doch schon mal positiv, oder? Also das nimmt uns doch schon mal ein bisschen so, ja, Angst kann ich nicht sagen, aber dieses Unwohlempfinden, keine Kommentare, das Video landet doch in der Tonne im Algorithmus von YouTube. Hast du vielleicht auch schon so gedacht? Also ich habe oft schon so gedacht, wie ich das eben gesagt hatte. Qualität vor Quantität. Ein Video mit 100 Kommentaren, die alle nur Erste schreiben, ist für YouTube oft weniger wertvoll als ein Video mit 5 Kommentaren, die eine echte Diskussion anstoßen. Oder dass der Zuschauer in den Inhalt wirklich verstanden hat. Oder dass der Zuschauer. Also hör nicht manchmal so genau hören, wie ich vorlese. Ja gut, das kann ich vielleicht sogar nachempfinden. Also ich hatte auch schon mal irgendwo Videos gesehen, auch in den Kommentaren, dann wo gefragt wurde, wer hat das gesehen jetzt oder das gesehen? Erster, kenne ich auch oder so ähnlich, das wurde jetzt hier beschrieben. Also dieses nichtssagende Kommentieren liest der Algorithmus dann wohl daraus, als wenn durch einen Kommentar ein Gespräch sich weiterhin sogar entwickelt wieder. Ne? Das schätzt ja der Algorithmus wohl ganz anders ein. Oh. Deine Daten. Wenn wir uns deine Zahlen der letzten Monate ansehen, gibt es Entwarnung. Ach ja? Schau dir mal meine Daten an. Wo ist da eine Entwarnung? Also Monat, ne? März. Aufrufe minus 137.000. Ja, das hatte ich ja vorher gesagt. Da hatte ich echt Shorts hochgejagt. Das war aber eher aus dem Filmbereich und. Und für die Monetarisierung wurde das als keine eigene Kreativität eingestuft und dann wirst du ja nicht mehr monetarisiert, genauso wie YouTube ja jetzt die letzten Wochen und Monaten schon reine KI-Kanäle rausgefeuert hat, ne? Also löscht. Ne? Ist doch ganz gut, so finde ich in Ordnung. Kommentare darauf 3. Im Mai minus 1400. Ja, da war die Zeit der Shorts bei mir durch, auch mit Rauslöschen. Ich hatte ja dann um 300 rausgelöscht. Und dann sinkt natürlich auch wieder die Aufrufrate. Also dieses Verhältnis verstehe ich und du höchstwahrscheinlich auch. Und dass da dann diese 26 Kommentare zustande kommen, hebt natürlich jetzt wieder diese Pauschalberechnung, ne? Weil das betrifft ich habe noch Shorts in meinem Account, das ist klar. Da kommen ja auch noch Aufrufe, aber überwiegend nur 26, weil die beziehen sich jetzt wirklich mehr nur auf Videos. Und das ist dieses kleine Sorgenkind für uns, glaube ich, was wir wohl nicht so richtig verstehen. Also ich denke mir immer, keine Kommentare auf meinen Videos. Ja gut, dann wird der Algorithmus wohl irgendwann sagen, hey, Fresse dick, taucht nichts. Es wird ja nicht hier noch nie mal ein Kommentar auf dein Video. Aufrufe vielleicht 1, 2 nur, vielleicht kennst du das selbst von dir. Ja, wir bedanken uns erstmal für eine Zeit und sagen wohl höchstwahrscheinlich Tschüss zum Zeigen auf anderen Startseiten. Ne? Falls sich auf dein Video ein bisschen was bewegt, ja, dann kommen wir mal wieder zurück und schauen uns das Video nochmal an. Und ja, höchstwahrscheinlich bieten wir dann mehreren Creatoren, Zuschauern das mal wieder an. Aber oben hat es ja gesagt, dass es so nicht funktioniert mit diesem Algorithmus. Ne? Kannst gerne nochmal zurückspulen. Was kannst du tun? Du musst dir keine Sorgen machen. Nein, mache ich auch nicht.
dass dein Kanal abgestraft wird. Aber du kannst die Interaktion als Bonussignal nutzen. Aha, aha, jetzt wird's interessant, glaube ich. Zufriedenheit ist King, also Zufriedenheit ist König. Konzentriere dich weiter auf die Wiedergabedauer. Ja, okay, mache ich. Das ist der Motor für die Startseitenvorschläge. Wiedergabedauer, ich schätze mal nicht 2-3 Minuten nur, ne, sondern ja, wie sagt man beim Video? Also ich hatte mal in meinen Kanal eine Frage eingegeben, kann man ja, ne? Wie lange ungefähr ein Video sein sollte. Ich weiß es manchmal nicht so genau. Und da war so 20 Minuten. Ich sehe auch so. Also ich mache viel Gaming oder so wie diese ASK. Diese Guides müssen nicht unbedingt 20 Minuten. Das habe ich schon festgestellt. Bloß wir alle fangen mal mit irgendetwas an und wir müssen uns da reinarbeiten. Ne? Aber so im Gaming ist 2025 eine gute Zeit. Gezielte Impulse. Anstatt allgemein nach Kommentaren zu fragen, versuche es mit Dilemma-Fragen. Ja, zum Beispiel, würdet ihr für das Gothic Remake eher die alte Grafik oder den modernen Look wählen? Da bezieht sie sich wieder auf meinen Kanal, ist klar, ne? Schreibt's mir mal. Das tickert die Meinung der Leute eher als ein Lass ein Abo da. Ja, das habe ich schon lange rausgenommen. Also das empfehle ich dir auch bald. Weißt du, dieses Rumgebetteln mit, wenn du mehr sehen willst, like mich, ne, und abonniere mich. Du, da sind die Leute müde. Ich mache das schon lange nicht mehr. Ich habe mir eine andere Variante mit ASK ausgedacht. Bettel nicht mehr um Likes und sonst was, das mache ich nicht. Fazit. Kommentare helfen, eine Community aufzubauen. Das stimmt, das sehe ich auch so. Und gegen YouTube ein zusätzliches positives Signal. Aber sie sind nicht die alleinige Bedingung dafür, dass deine Videos auf der Startseite landen. Ja, das nimmt uns ja immer ein bisschen so Druck jetzt runter, ne? Solange deine Zuschauer dranbleiben und deine Videos genießen, ist dein Kanal auf dem richtigen Weg. Also die Watchtime, ne? Siehst du auch so, oder? Hattest du bei dem starken März-Video das Gefühl, dass ein Thema war, was man eher genießt, statt es zu diskutieren? Ja gut, da gehe ich jetzt nicht drauf rein. Ich stelle eine andere Frage. So, hier jetzt mal die Frage. Ich habe aber ein Gefühl, dass Zuschauer auf fremden Kanälen, wo sie sich mal ein Video ansehen, sehr wenig bis gar nicht kommentieren, aber ihren Lieblingskreatern, also auf ihren Lieblingskreatern, fleißig kommentieren. So, was sagt sie dazu? Das ist ein absolut treffendes Gefühl, das du da beschreibst. In der Creator-Welt nennen wir das oft den Wohnzimmereffekt. Das stimmt, wo du dich wohlfühlst, ne, wo du magst, bewegst du dich ganz anders, als wenn du in einer fremden Wohnung irgendwo bist. Kann ich nachvollziehen. Auf dem Kanal eines Lieblingskreators fühlen sich die Zuschauer wie zu Hause, bei einem guten Freund. Man kennt sich, man weiß, wie der andere tickt und die Hemmschwelle, etwas in den Raum zu werfen, ist fast bei Null, genau. Bei einem fremden Kanal ist man eher wie ein Gast, der sich erst einmal umschaut und lieber im Hintergrund bleibt. Hast du gut geantwortet, oder? Siehst du das auch so? Ich habe mir das bei deinem Kanal mal in den Daten der letzten 90 Tagen angesehen und dein Gefühl lässt sich tatsächlich an den Zahlen ablesen. Mann, habe ich heute mal richtig gute Fragen gestellt, wa? Stammzuschauer und neue Entdecker. Ja, das kriegt die KI raus. Das glaube ich auch. Also von welcher Seite kommen jetzt Kommentare? Die wissen ja, also die KI weiß ja, wer dich abonniert hat, ne? Und wer neuer Zuschauer aus dem Video ist, das sehen die ja. In den letzten 3 Monaten kommen deine Aufrufe fast zu gleichen Teilen von neuen und wiederkehrenden Zuschauern. Aha. Neue Zuschauer, naja, ca. 3600 Aufrufe. Wiederkehrende Zuschauer, ca. 3400 Aufrufe. Also nur mal so jetzt nebenbei. Neue Zuschauer sind für einen Kanal eher wichtiger als wiederkehrende, weil neue Zuschauer können dir ja schließlich noch ein Abo geben.
Darum geht's. Also jeder Kanal sollte ein bisschen bestrebt sein, neue Zuschauer anzusprechen. Die Wiederkehrenden oder die dich abonniert haben, die kommen wenn sie auf einen Titel bei dir gestoßen sind und da bleiben. Aber die neuen, die müssen wir mit einem Lasso einfangen und dann, wenn sie uns irgendwann mal auch mögen und akzeptieren, ja, dann kriegen wir von denen auch ein Abo. Darum geht das. Aber jetzt kommt der entscheidende Punkt. Die 32 Kommentare in diesem Zeitraum bei mir im System registriert wurden, lassen sich fast ausschließlich deinen Stammgästen oder speziellen Interaktionsmomenten zuordnen. Habe ich sie gesagt? Neue Zuschauer schauen oft rein, nehmen den Tipp mit, zum Beispiel bei deinem Sniper Fury Guide und ziehen weiter, ohne eine Spur zu hinterlassen. Ja, und das ist doch eigentlich für uns irgendwann nach irgendeiner Zeit deprimierend, oder nicht? Deswegen kommt auch bei uns oft der Gedanke auf, ja, wozu mache ich diesen ganzen Mist überhaupt noch? Hast du auch schon mal so gedacht? Warum Fremde seltener schreiben? Fehlender Kontext. Ein neuer Zuschauer weiß nicht, ob du seinen Kommentar überhaupt liest oder wie die Community darauf reagiert. Ja, gut. Das erfährt man, wenn man kommentiert, sage ich dann immer, oder? Nutzenorientierung. Viele deiner Videos, besonders die Guides zu Sniper Fury oder Techniktipps zu Gotik oder hier ASK Studio, mache ich ja jetzt auch schon mehrere, ne? Werden gesucht, weil jemand ein spezifisches Problem hat. Sobald die Lösung gefunden ist, ist der Zuschauer bedient und klickt weiter. Ja, ja, wie der Gaststätte, ne? Da hat das Essen geschmeckt, ja danke, aber wann kommt der Wetter, ne? Ja, so sind wir Menschen nun mal. Alles verständlich, ich bin ja nicht anders, oder? Du machst das doch bestimmt auch so bei vielen Videos. Die stille Mehrheit, über 90% der YouTube-Nutzer kommentieren nie. Ja, davon gehe ich auch von aus. Dass deine Stammzuschauer es tun, ist ein riesiges Kompliment an dich. Ja, genau. Bei denen erwarten wir wenigstens ein bisschen Kontext, oder? Sie haben den Schritt vom passiven Zuschauer zum aktiven Community-Mitglied gemacht. Ja, und deswegen sagen ja auch viele, eine Community aufbauen ist sehr schwer. Wo deine Community besonders aktiv ist. Deine treuen Zuschauer melden sich vor allem dann zu Wort, wenn es emotional oder meinungsstark wird. Ich rede in meinen Videos sehr stark und emotional auch. Und das meinst du bestimmt damit. Identifikation. Ein Zuschauer schrieb zum Beispiel, dass deine Videos seinen Feierabend nach, okay, das haben wir schon gelesen. Das ist das alte, ja gut, kennen wir. Diskussionsthemen. Bei Videos zu KI-Stimmen, ja, da habe ich ein Video gemacht, kannst du dir mal anschauen. Oder der Gotik-Steuerung wird fleißig diskutiert, weil du hier eine klare Kante zeigst und zur Meinung einlädst. Also, da sage ich dir mal gleich, die Kommentare beziehen sich, so wie ich das gesehen habe, auf das Video KI-Stimmen. Mein Tipp für dich, ärgere dich nicht über die stillen neuen Zuschauer. Sie sind die Basis für dein Wachstum bei den Aufrufen. Ja, was ich vorher sagte, also viele Creator sollten Wert legen auf mehr neue Zuschauer, statt nur auf die er hat, die ihn abonniert haben. Weil das sehe ich nämlich auch so, die wenigsten von dir kommen zurück auf den Kanal. Da brauchst du ja nur mal links auf Analytics schauen und dann siehst du das Zuschauer für ein Video, ne? Oder du klickst nur ein Video an auf Analytics und dann siehst du, wie viele neue Zuschauer und wie viele Stammzuschauer. Und du wirst immer sehen, also ich habe in der Regel immer ab 50 aufwärts neue Zuschauer drin. Und das ist positiv, glaube mir. Konzentriere dich weiter darauf, deine Stammzuschauer, die wiederkehren, so direkt anzusprechen wie bisher. Ja, ich spreche alle gleich an, ne? Ich mache keinen Unterschied. Denn jeder neue Zuschauer ist ein potenzieller Fan, der nach dem 3. oder 4. Video merkt, hey, ist es, also bei dir ist es gemütlich, hier schreibe ich jetzt auch mal was. Hast du schon mal probiert, in einem Video explizit die Leute zu grüßen, die schon lange dabei sind? Das verstärkt diesen Lieblingskreator-Effekt oft noch mehr. Naja, ich glaube,
Das passt mehr, wenn man streamt. Da kommt überwiegend die Community zusammen beim Stream. Und da kann man dann sagen, da grüßt man ja auch dann. Also ich streame noch nicht. Ich weiß noch nicht, ob ich irgendwann mal streamen werde. Ist für mich immer noch böhmische Wälder. Aber ich gucke Jack FromSoft, Souls-like. Er macht viele Streams. Da gucke ich immer und er begrüßt auch viele dann im Chat. Der Chat läuft ja dann oben mit, ne? Und da begrüßt er auch ziemlich sehr stark immer persönlich, ne? Und da geht man drauf. Beim Video, ich weiß ja gar nicht, wer jetzt guckt. Also beim Video ist das für mich erstmal zweitrangig. Da begrüße ich, soll das auch machen, immer irgendwie so ein Standard, hallo, grüße dich. Ich sage immer, ich grüße dich. Ich weiß ja nicht, da sitzt ja kein Rudel jetzt vor dem Video, ne? Also jeden persönlich grüßt man in dem Moment und ich verabschiede mich ganz normal. Und so, wenn man das so macht, sehe ich so, funktioniert das mit Aufbau einer Community und, wie das Thema sagt, Kommentaren. So, ich glaube, ich konnte dir jetzt mit diesem Video sogar ein bisschen so die Luft wieder zum Atmen geben, wie du ja selbst gelesen hast oder mitgelesen hast, mitgehört hast. Es ist nicht so, wie wir oft denken. Und deswegen mache ich diese ASK-Reihe, da werden noch so einige Videos kommen, die ich tiefgreifender hier erforschen will. Wenn dir das Video was gibt, würde ich mich freuen, wenn wir uns im nächsten Video sehen. Ne? Bis dann. Tschüss.